Bereit, zurück zu Daniel? Thank you. This book is very wonderfully structured. Das Buch ist ganz wunderbar strukturiert. Obviously, the first half is historical narratives. Offensichtlich die erste Hälfte ist eine historische Erzählung. The second half is dreams and visions. Die zweite Hälfte ist Träume und Visionen. However, there's something else going on under the surface. Aber da geht noch was anderes vor unter der Oberfläche. Not immediately clear or obvious. Nicht sofort klar und offensichtlich. It's highly unusual in the Bible. Höchst ungewöhnlich in der Bibel. But the book changes language. Das Buch ändert die Sprache. In the middle of a verse. In der Mitte eines Verses. In chapter 2, verse 4. In Kapitel 2, Vers 4. The Chaldeans are about to say something to the king. Die Chaldeer, what? Well, here it says the Chaldeans. Oh, ja gut, alright. Also die Chaldeer oder in unserer Bibel sagt es die Astrologen, antworten dem König. Yeah. What they say is in Aramaic, not in Hebrew. Und was sie sagen, ist auf Aramäisch, nicht auf Hebräisch. And the book continues in Aramaic all the way down to the end of chapter 7. Und das Buch setzt sich auf Aramäisch fort bis Kapitel 7. So this now breaks through our nice divisions in the first 6 chapters and then the remaining 6 chapters. Und das bricht, macht das klar, die ersten 6 Kapitel, die anderen 6. Because chapter 7, even though it's the first dream or vision, now becomes part of the Aramaic first half of the book. Und Kapitel 7 wird, trotz dass es eine Vision ist, ist es auf Aramäisch und wird dadurch Teil des anderen, vom anderen Teil. So what's going on here? Also was ist hier los? Well, we have chapter 1, that's kind of an obvious introduction to the book. Wir haben Kapitel 1, eine offensichtliche Einleitung in das Buch. That's where we get to know Daniel and his friends. Da lernen wir Daniel und seine Freunde kennen. Their attitude. Ihre Herzenshaltung. They're being trained in all the knowledge and arts of the Babylonians. Die werden in all der Weisheiten und Fähigkeiten der Babylonier trainiert. Which, by the way, included quite a bit of occult stuff, esoteric knowledge. Das hat auch okkulte und esoterische Praktiken und Wissen inbegriffen. Astrology was a big thing for the Babylonians. Astrologie war halt ein großer, wichtiger Teil für die Babylonier. To the extent that the old word Chaldean bis zu dem Punkt, dass das alte Wort Chaldäer, which was a name for the inhabitants of that area, Babylonia, was ein Name für die Gegend von Babylon ist, by this time had become a word for such specialists or supposedly wise people. was zu der Zeit quasi wie weise gehandhabt wurde als Wort. So the Babylonian scholars were called Chaldeans. Die babylonischen Gelehrten wurden Chaldäer genannt. So the German translation turns this into astrologers. I don't know what your English Bible does. Also astrologer? Yeah. Yeah, it was broader than that, but that was certainly included. Ja, also es war breiter als nur Astrologen, aber definitiv inbegriffen. So that's Daniel in a very pagan environment. Also Daniel ist in einem sehr heidnischen Umfeld. He's learning all the true science and all the occult science of the Babylonians. Also er lernt all die normale Wissenschaft und auch die okkulte
Wissenschaft der Babylonier kennen. Nebuchadnezzar's purpose in this was to have a light of experts and specialists in order to reign the empire. Ja, Nebukadnezar wollte eine Elite haben, der das Land gut regieren kann, oder das Reich. Then in chapter 2 we have this dream. Dann im Kapitel 2 haben wir diesen Traum. Nebuchadnezzar sees this huge statue. Nebukadnezar sieht diese große Statue. It seems to be made of 4 different parts. Scheint aus 4 unterschiedlichen Teilen gebaut zu sein. The language switches to Aramean. Ja. Die Sprache verändert sich auf Aramäisch. And if you know the story, Daniel interprets the dream. Ihr kennt die Geschichte, Daniel interpretiert den Traum. It sort of shows Nebuchadnezzar God's plan for the future. Und es zeigt Nebukadnezar Gottes Plan für die Zukunft. And how he will, in the course of events, establish his rule over the earth. Und wie er dann sein Reich auf der Erde und seine Herrschaft aufbaut. Then in chapter 3, dann Kapitel 3, Nebuchadnezzar sets up a golden statue. Nebukadnezar baut das goldene Standbild auf. Maybe inspired by his dream. Vielleicht inspiriert durch seinen Traum. And everyone has to bow down before this statue. Und jeder muss sich vor dieser Statue niederknien. And of course, Daniel's friends refuse to do this. Natürlich, Daniels Freunde weigern sich. It's unclear where Daniel is at this point. Es ist unklar, wo Daniel zu dem Zeitpunkt ist. And because they refuse, they are thrown into the fiery furnace. Und weil sie sich weigern, werden sie in den Feuerofen geworfen. And survive. Und sie überleben. So again, Nebuchadnezzar has to acknowledge that this God is something else. Und wieder muss er anerkennen, dieser König dieser Gott ist was ein anderer. Was Besonderes. So we see that God establishes his greatness in the midst of exile. Und wir sehen dass Gott seine Herrschaft aufbaut in der Mitte des Exils. And then we have a bit of a strange chapter 4. Dann haben wir ein bisschen ein seltsames Kapitel 4. Where Nebuchadnezzar is humiliated. In welchem Nebukadnezar gedemütigt wird. The great king who is very impressed with the city that actually he has built. Der große König, der beeindruckt ist von der Stadt, die er selbst aufgebaut hat. Now, of course, Babylon had been around for a very long time at this point. Natürlich, Babylon war zu der Zeit schon lange da. But it's Nebuchadnezzar who greatly renewed and rebuilt the city. Aber es ist Nebukadnezar, der größtenteils die Stadt wieder aufgebaut und neu gebaut hat und umgebaut. With far stronger fortifications around it. Und eben wesentlich stärkere die Mauern und so verstärkt hat. And also built the hanging gardens. Und die hängenden Gärten. They're hanging over your heads there. Die da über euren Köpfen hängen. Babylon became famous for these gardens. Babylon wurde berühmt für diese Gärten. They weren't really hanging in the air. Die hingen zwar nicht in der Luft, but there were a system of terraces that were irrigated with water from the Euphrates.
Aber da gab es eben dieses Terrassensystem, wo das Wasser des Euphrat dann durchlief. And so it was possible to have a beautiful garden. It was in the midst of what's actually pretty much a desert. Und dadurch konnte man diesen unglaublichen Garten haben, inmitten letzten Endes einer Wüste. Nebuchadnezzar gets warned, but he continues in his pride anyway. Nebukadnezar wird gewarnt, aber er setzt in seinem Stolz trotzdem fort. In 4 verse 30 he says, "Is not this great Babylon, which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty?" In 4 Vers 27 sagt er, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe, gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre? And boom, at that moment he loses his mind and behaves like he's a cow. Ich sage, in dem Moment verliert er seinen Verstand und benimmt, als ob er ein Viech wäre. Benimmt sich, als ob er ein Viech wäre. After a number of years he gets restored. Nach einigen Jahren wird er wieder hergestellt. But now once again, Nebuchadnezzar is forced to acknowledge the God of heaven. Und wieder muss er den Gott des Himmels anerkennen. He's king by the decree of heaven, not by his own power. Er ist König wegen des Dekrets des Himmels und nicht wegen seiner eigenen Macht. Now we come to chapter 5. Now there's a different king. Und wir kommen zu Kapitel 5 mit einem anderen König. Belshazzar, he happens to be the last king of Babylon. Belshazzar, der letzte König Babylons. Together with his father, who was the first king. Belshazzar was reigning in his stead. So the father of Belshazzar was really the king, but in his absence, Belshazzar ruled in his stead. Also sein Vater war immer noch der König, aber Belshazzar hat letzten Endes in der Abwesenheit geherrscht. Yeah, and Belshazzar gets this writing on the wall. Und Belshazzar hat diese Schrift an der Wand. It's kind of spooky. Ist ein bisschen gruselig. I mean, imagine that a hand appears and starts writing something on the wall. Stell dir vor, eine Hand erscheint und fängt an, was an die Wand zu schreiben. It's kind of scary. Ein bisschen angsteinflößend. Now, like Nebuchadnezzar, Und wie Nebukadnezar Belshazzar has overstepped his boundaries. hat Belshazzar seine Grenzen überschritten. Because they're having a party, Weil die eine Feier haben and they're drinking from the vessels that have been taken from God's temple in Jerusalem. und sie trinken aus den Gefäßen, die aus Gottes Tempel in Jerusalem gebracht wurden. And praising all sorts of gods. Preisen alle möglichen Götter. And God's not willing to let that pass. Und Gott ist nicht bereit, dass die das mit ihm treiben. And of course, so there's the script, they can read the words, but they don't know what it means. What's the message here? Natürlich die Schrift, die sehen sie, aber sie können sie nicht lesen, sie wissen nicht, was die Botschaft ist. And someone has a bright idea, maybe Daniel is able to interpret this. Und jemand hat die großartige Idee, vielleicht kann es der Daniel, der kann das bestimmt auch auslegen. So poor Daniel is drawn out of his retirement and needs to get back to work. Und Daniel wird aus seiner Rente rausgeholt und muss dann da das erklären. You know the word, basically it means that the king finished. Das Wort letzten Endes heißt, dass der König fertig ist. Now, at the end of the chapter, we're told that very night Belshazzar was killed.
Und wir erfahren dann, in derselben Nacht wurde Belsatzer getötet. This is actually the night that King Cyrus marched his troops into the city of Babylon. Und das ist tatsächlich die Nacht, in der König Kyros seine Leute nach Babylon gebracht hat. Remember that king, that Persian king from the book of Isaiah. Ihr erinnert euch an den persischen König aus Jesaja. This is where the prophecy is fulfilled. Hier wird die Prophetie erfüllt. The Persians take over. It's the end of the Babylonian world empire. Die Perser übernehmen das Ende des babylonischen Weltreichs. But it means that chapter 5 parallels chapter 4. Und Kapitel 5 ist parallel zu Kapitel 4. In both chapters, a Babylonian king is humiliated and confronted with his pride. In beiden Kapiteln ist es der König, der gedemütigt wird und von seinem Stolz beraubt. Olaf. I have a question about the name. Like, why before they are calling David by this Babylonian name, and then all of a sudden he's called Daniel again? Yeah, well, from the Babylonian perspective, to change the name meant to impose power and authority on someone. Also der Name wurde geändert, damit man Macht über denjenigen hat und Einfluss. So to show who's in charge. Um zu zeigen, wer hier die Macht hat. But the names include the name of a foreign god, an idol. Aber der Name beinhaltet eines Götzen. Actually, a great many names in the Old Testament include a name or a reference to a god or an idol. Ja, ein großer Teil der Namen im Alten Testament beinhalten entweder eine Referenz an Gott oder an einen Götzen. Nebu, Bel, these were Babylonian gods. Nebu, Bel, das sind babylonische Götter. And so even Nebuchadnezzar and Belshazzar were named after one of their gods. Also sogar Nebukadnezar und Belshazzar waren nach ihren Göttern benannt. So I think it would make sense that the biblical author prefers the Hebrew name. Also es ergibt sofern Sinn, dass der biblische Autor den hebräischen Namen bevorzugt. Because Daniel includes the simple word El for God. Denn Daniel beinhaltet das Wort El für Gott. And there's no reference to a false God. Und dadurch gibt es keinen Hinweis auf einen falschen Gott. So for the Hebrews, of course, Daniel continued to be Daniel. Also für die Hebräer war Daniel weiterhin Daniel. Does it mean Daniel? The name? The whole name? Do you know? I think the name means something like God is judge or God judges. I think it's more significant that it's Hebrew, that it doesn't include an idol. Es ist wohl wichtiger, dass es hebräisch ist und keinen Götzen beinhaltet. Okay, then in chapter 6, we come to the lion's den. Dann Kapitel 6 kommen wir an die Löwengrube. And notice again, there's a parallel. Wir sehen, da gibt es wieder eine Parallele. This time it's Daniel who has to decide, is he going to obey the word of the king, or is he going to stick with his faithfulness to God? Wir sehen, jetzt ist es Daniel, der sich entscheiden muss, bleibt er jetzt seinem Gott oder seinem König treu. So, like his friends, Daniel is preserved by God and he comes out victoriously. Wie seine Freunde ist auch Daniel, wird von Gott dadurch geführt und gerettet. And once again, God
shows the reach of his power. Und wieder zeigt Gott die Reichweite seiner Macht. And effectively also shows that he's able to preserve his people whatever the circumstances. Und er zeigt, dass er seine Leute retten kann, egal was die Umstände sind. And then we come to the last chapter, that's in Aramaic. Und dann kommen wir zum letzten Kapitel in Aramäisch. That's a vision of 4 beasts. Die Vision von 4 Tieren. So it parallels chapter 2. Es ist eine Parallele zu den Königreichen in Kapitel 2. So what we have here is actually an extensive chiasm. Und was wir hier haben, ist letzten Endes ein großer Chiasmus. And then follow several more visions of Daniel. Und dann haben wir noch ein paar Visionen mehr. So that's also part of the structure, not immediately obvious. Also das ist auch ein Teil der Struktur, der nicht sofort offensichtlich ist. Now, what is with these dreams and visions? Was ist mit diesen Träumen und Visionen? This one at least is, these two are fairly straightforward. Die 2 sind ziemlich direkt raus. It's a sequence of 4 kingdoms or world powers. Eine Sequenz von 4 Weltmächten. Beginning with Babylon. Fängt an mit Babylon. The head of gold of the statue, and then it's the lion, the first animal in chapter 7. Der Kopf aus Gold und der Löwe, Kapitel 7. Now, there are different interpretations of the remaining 3. Es gibt verschiedene Interpretationen für die übrigen 3. Because it gets a little difficult when one starts looking at the details. Es wird ein bisschen schwierig, wenn man sich dann die Details anschaut. Most common is the view that number 2 is the Medo-Persian Empire. Die häufigste Ansicht ist, dass die Nummer 2 das Medo-Persische Königreich dann das zweite ist. So the empire founded by Cyrus. Also das Königreich, das durch oder das Reich, das durch Kyros gegründet wurde. The third one would be the empire of Alexander the Great and his successors. Das dritte wäre dann die Griechen mit Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern. Yeah, so that would be a Greek, or at least a Greek-speaking empire that brought the Greek language to the Mediterranean. Ein griechisch sprechendes Reich, das dann auch in die Mittelmeergegend die griechische Sprache gebracht hat. This would fit the leopard in chapter 6 because it is so fast. Und das hätte den Leoparden, zu dem Leoparden gepasst, weil das so schnell ist. Alexander didn't live very long. Und Alexander hat nicht besonders lang gelebt. But within a few years he completely overran the Persian Empire. Aber in ein paar Jahren hat er komplett das persische Imperium überrannt. And extended his reach all the way into Pakistan and even a little bit of India. Und er hat ist bis nach Pakistan und teilweise sogar nach Indien rein gekommen. When he died, relatively young, his empire fell into several
major parts. Und als er gestorben ist, ist dann sein Reich in ein paar große Teile zerbrochen. Crystal. Yeah, sorry, just a little bit lost, and I just want to make sure I'm following. Are you talking about a particular, you're giving an opinion about a vision? Oh, which vision in here? Okay. Also, jetzt geht es um Klarheit für diese Vision. Yeah, so I'm talking about chapter 2 and chapter 7. Kapitel 2 und 7. Both of them talk about 4 kingdoms. Beide reden über 2 Königreiche. What I'm presenting is the most common understanding of which 4 kingdoms are we talking about. Und jetzt geht es um das Verständnis, über welche 4 Königreiche reden wir hier. Babylon, Persia, Greece, Alexander the Great. Babylon, Persien und dann die Griechen. Yeah, so that's where we are. Okay. Da Thank sind you. wir. And then the 4th one would be Rome, the Roman Empire. Und das 4. ist dann Rom, also das Römische Reich. In the dream in chapter 2, that fits well. Im Traum in Kapitel 2 passt das gut. That's when the stone comes rolling down. Das ist, wo der Stein dann runterrollt. And Daniel's interpretation of this is God establishes his kingdom that will last forever. Und Daniel sagt dazu, dass Gott ist, der sein Königreich aufbaut, das für immer besteht. And of course that's what God did through Jesus during the time of the Roman Empire. Und das ist natürlich das, was Gott getan hat in der Zeit der Römer durch Jesus. The stone then becomes a mountain that grows and fills the whole earth. Und der Stein wird ein Berg, der die ganze Welt erfüllt. Well, so that would be the present age. Und das wäre dann so das heutige. Where the kingdom of God is spreading and growing. Und das Königreich Gottes weitet sich aus und wächst. It would mean the Roman Empire is this terrible beast that is more cruel or terrifying than the others. Aber das heißt auch, dass das römische Reich das unglaublich grausame Tier ist, das viel schlimmer ist als all die anderen. Well, I'm not sure if the Roman Empire really was that much worse than the other empires. Ich bin mir nicht sicher, ob das römische Reich wirklich schlimmer war als die anderen. But what then really gets difficult is the 10 horns of the beast. Aber wo es wirklich schwierig wird, sind dann die 10 Hörner auf dem Tier. I don't know if you paid attention to it while reading. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt auf das während dem Lesen. It's rather puzzling. Es ist verwirrend. And no matter which interpretation you take, it gets difficult. Und egal welche Interpretation du verwendest, es wird schwierig. If this beast is indeed Rome, what are the 10 horns? Wenn das Tier tatsächlich Rom ist, was sind die 10 Hörner? Are they 10 emperors? But which 10? Sind das 10 Kaiser? Aber welche 10? And who then is the 11th horn that overthrows 3 horns and so forth? It's puzzling. Wer sind dann wer ist das 11. Horn, das die 3 andere wegschmeißt, verdrängt? If these 10 horns would be the 10 kings that ruled over Syria and the land of Israel after Alexander the Great, it would fit reasonably. Wenn das jetzt die Könige wären, die über die Gegend da geherrscht haben, Syrien und so, dann wird es so halbwegs passen. So one of the leftovers of Alexander's empire was most of Syria and some other parts, including Israel. Und die größten Teile
oder ein Bruchstück von dem, was Alexander